Schau mal, ich habe mir diese hübschen und leckeren belegten Brote schmecken lassen. Die sind ein typischer Snack hier in Wien. Die hier habe ich direkt im Lokal verdrückt und die habe ich zu einem Familientreffen mitgenommen. Wenn du in Wien Lust auf einen kleinen Snack zwischendurch hast, könnten vielleicht belegte Brote eine Option für dich sein. In Wien hat sich rund um diese belegten Brote eine eigene Gastronomie entwickelt und in diesem Video zeige ich dir einige Lokale, die sich auf diese belegten Brote spezialisiert haben. Von günstig bis exklusiv. Als erstes geht's in die Wiener Innenstadt zum Schwarzen Kamel. Das Schwarze Kamel ist der Luxustempel unter den Imbissen in Wien. Hier bekommt ihr im erlesenen Jugendstil-Ambiente Brötchen und Sandwiches serviert. Hier war ich zum Frühstück, denn tagsüber kann es ganz schön voll werden und ich wollte euch das schöne Jugendstil-Ambiente zeigen. Und das geht natürlich schwer, wenn super viel los ist. Zum Frühstück habe ich mir ein Brötchen mit Lachs und eines mit Ei schmecken lassen. Dazu gab es einen Pfefferminztee. Von allen Brötchenlokalen in Wien ist das Schwarze Kamel das älteste. Bereits 1618 gründete Johann Baptist Kamel in der Bognergasse 5 eine Gewürzkrämerei, die er auch gleich in Anspielung auf seinen eigenen Namen benannte, nämlich das Schwarze Kamel. Im 19. Jahrhundert florierte das Geschäft. Der Feinkosthandel wurde erweitert und es kam eine Weinstube dazu. Das Lokal war so beliebt, dass es auch dem Kaiser nicht verborgen blieb. Und so wurde es zum Hoflieferanten. Die Hofburg ist ja praktischerweise gleich ums Eck vom Schwarzen Kamel. Im 19. Jahrhundert war das Lokal so in, dass auch viele bekannte Persönlichkeiten ein- und ausgingen, wie zum Beispiel Ludwig van Beethoven oder der Maler Ferdinand Georg Waldmüller. Letzterer entwarf auch das Logo des Schwarzen Kamels, das bis heute verwendet wird. Ferdinand Georg Waldmüller war übrigens einer der bedeutendsten österreichischen Maler dieser Zeit. Und viele seiner Bilder hängen heute im oberen Belvedere. 1901 wurde das Lokal vom Schwarzen Kamel im damals total modernen und angesagten Jugendstil eingerichtet. Und in diesem Ambiente speist man bis heute. Heute ist hier neben dem Brötchenbuffet auch ein Restaurant und eine Feinkosthandlung untergebracht. Übrigens, Links zu allen Lokalen, die ich in diesem Video besuche, findest du am Blog auf meiner Website www.gretewalz.com. Jetzt noch ein sprachlicher Hinweis. In Deutschland versteht man unter Brötchen ja eher sowas. Bei uns wären das Semmeln. Und in Österreich sind Brötchen einfach nur kleine Brote. Weitere günstige und leckere Wiener Snacks verspeise ich übrigens in meinem Video zu Wien um wenig Geld. Ich verlinke es dir gleich hier und in der Videobeschreibung. Als nächstes geht's zum Duran. Und der könnte etwas für dich sein, wenn du auf der Marilfer Straße zum Shoppen unterwegs bist und eine kleine Stärkung suchst. Die Brötchen von Duran sind für mich eine echte Kindheitserinnerung. Denn wenn ich mit meiner Mama auf der Marilfer Straße unterwegs war, war dieses bodenständige Lokal immer ein Fixpunkt. Und ich mag die Brötchen von Duran bis heute. An diesem Tag war ich übrigens zum Frühstück da und ich habe ein Brötchen mit Ei, eines mit Thunfisch und eines mit Kaviar gemampft. Aber ihr habt natürlich auch die Auswahl aus vielen, vielen weiteren Sorten. Duran wurde übrigens in den 1960ern gegründet. Denn da floh der Firmengründer Wladimir Duran mit seiner Familie über den Eisernen Vorhang aus der damaligen Tschechoslowakei nach Österreich. Heute hat Duran mehrere Standorte in der Stadt und ist aus der kulinarischen Grundversorgung Wiens nicht mehr wegzudenken. Auch hier könnt ihr die Brötchen mitnehmen oder online bestellen. Wenn du das Video hilfreich findest, freue ich mich übrigens, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Dankeschön! Als nächstes geht's zum Czerniewski. Der Name ist kompliziert und das ist auch der Werbespruch der Kette. Denn Czerniewski behauptet, seine Brötchen wären unaussprechlich gut. Manche sprechen den Namen übrigens mit R als Dreschniewski aus. Falls du weißt, was hier die richtige Variante ist, freue ich mich über deinen Kommentar. Gegründet wurde der Czerniewski vor über 100 Jahren, nämlich 1902. Das erste Lokal war noch am Tiefen Graben. Wenig später übersiedelte man aber in die Dorotheagasse 1, direkt im Stadtzentrum, nahe dem Stephansdom. Dieses Lokal gibt es auch heute noch und erfreut sich großer Beliebtheit. Denn František Czerniewski hatte eine geniale Idee. Er zerkleinerte den Brotbelag wie Schinken, Käse oder Ei. So entstanden Aufstriche, die einen unfallfreien Verzehr ermöglichen. Die Rezepte dieser Aufstriche werden bis heute streng gehütet. In den 1920ern wurden dann die Brötchen in das heutige kleine Format gebracht. Das erleichtert ebenfalls den Verzehr, entstand aber aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus. Denn damals beutelte die Weltwirtschaftskrise Wien und auch der Gastronom musste kreativ werden und so wurden die Brötchen einfach etwas kleiner. Czerniewski hat mehrere Lokale in Wien. Du kannst entweder direkt dort essen oder dir die Brötchen mitnehmen oder sogar online in Wien zustellen lassen. Noch mehr Wiener Köstlichkeiten verspeisen wir übrigens in meiner Playlist Essen in Wien. Falls du reinschauen magst, ich verlinke sie dir gleich hier. Bis bald!